Meilis wahrer Mörder und alles, was es mit der Wunde an Subarus Arm zu tun hat. Demnach lasst uns über die neue Folge von ReZero sprechen, also haltet euch fest, es könnte jetzt etwas länger werden. Diese Folge beginnt da, wo uns die letzte Folge fallen gelassen hat. Subaru versteht gar nichts mehr und er ist sich absolut sicher, dass die Wunden an seinem Körper vorher noch nicht da waren. Allem voran die eingeritzte Botschaft an seinen Unterarm. Natsuki Subaru war hier. Nach dem ersten Zusammenbruch kommt ihm ein Gedanke, der die ganze Folge prägt. Während seines Blackouts ist Natsuki Subaru zurückgekehrt und hat die Kontrolle übernommen. Dieser andere Subaru hat Meili getötet und die Botschaft als Beweis in seinen Arm geritzt. Und genau hier zerbricht etwas in ihm. Er weiß nämlich nicht mehr, wer Subaru ist und wer er selbst ist. Seine Frage bringt es ziemlich auf den Punkt. Wer zum Teufel sind wir? Was er dann tut, ist nüchtern betrachtet erschreckend rational. Er versteckt Meilis Leiche in einen abgelegenen Raum unter einem Altar, mit dem Hintergedanken, dass er sie im nächsten Loop wenigstens als Verdächtige ausschließen kann. Beim Verlassen des Raums läuft er direkt Emilia in die Arme. Und diese Szene ist ziemlich stark, weil Emilia sich ehrlich um ihn sorgt. Ich glaube, Subaru war in diesem Moment kurz davor, alles zu gestehen, aber genau da platzt Ram rein und bestellt beide ins Archiv der Bücher der Toten. Dort folgt dann die Bestätigung. Beatrice hat Meilis Buch entdeckt. Meili ist jetzt offiziell tot. Shaula wird gefragt, ob sie Meili noch gesehen hat, verneint und nimmt das Ganze auffällig locker. Am Ende wird entschieden, dass Subaru das Buch liest und damit bekommen wir Meilis komplettes Leben. Und das hat es in sich. Meili wurde als Kleinkind im Wald ausgesetzt, den Monstern zum Fraß vorgeworfen. Aber die Monster haben sie aufgenommen und großgezogen. Sie lebte selbst wie ein Monster in der Wildnis und wurde so zur Königin der Monster, bis Elsa kam, alle Monster tötete, die Meili großgezogen hatten und sie mitnahm. Ein Detail, das ich dabei richtig interessant finde, ist, dass Elsa sagt, dass es ihr gesagt worden sei, dass sie Meili mitnehmen soll. Da steckt jemand dahinter und die Frage, wer, bleibt offen. Zumindest weiß ich persönlich nicht, wer das sein könnte. Wenn ihr eine Idee habt oder eine Theorie oder ob es schon mal erwähnt worden sei, könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben. Jedenfalls sehen wir dann Capella und hier wird einem nochmal klar, wie unfassbar abartig diese Frau eigentlich ist. Sie macht sich hämisch über Meili lustig, weil sie verlernt hat zu schreien oder sich zu wehren. Und verwandelt sie immer wieder in kleine Tiere, nur um sie leiden zu lassen. Meili soll leben, um Capella zu vergöttern. Sie inszeniert sich sogar als ihre Mutter. Elsa ist hier fast schon die menschlichste Figur in Meilis Leben, wenn sie ihr sagt, dass sie Capella nicht immer gehorchen soll. Das könne nämlich nur sie selbst überstehen. Meili verspürt Hass, aber war es wirklich Hass? Was ist Hass überhaupt? War es Trauer? Was ist Trauer? Meili hat ihr Leben lang nur andere kopiert. Sie weiß nicht, was echte Gefühle sind. Als Elsa starb, wusste sie nicht, wie sie weiterleben soll. Hätte ihre Mutter ihr befohlen zu sterben, hätte sie es getan, ohne groß nachzudenken. Deshalb ist sie im Archiv, sie sucht nach einer Antwort. Und genau dort begegnet sie Subaru, aber nicht unserem Subaru. Er sagt ihr, sie soll die geheuchelte Höflichkeit abstellen, fragt sie, ob sie ihre wahren Verlangen spüren kann. Wenn sie auf ihre Gelüste hört, würde sie endlich begreifen, wer sie wirklich ist. Und was ist dieser Blick nach hinten, Bruder? Das ist fucking gruselig. Ich glaube, ab da ist jedem klar, dass es nicht der Subaru ist, den wir kennen. Und dann fällt der entscheidende Satz. All ihre Sorgen will dieser Subaru sich einverleiben. Und dieser Wortfall ist sehr suspekt. Einverleiben. Das passt genau auf einen Erzbischof. Und zwar der Völlerei. Womit wir bei meiner Theorie wären. Louis Arnep hat Subarus Erinnerungen gefressen und kann ihn offenbar phasenweise übernehmen. Wie genau das funktioniert, wissen wir noch nicht, aber die Indizien verdichten sich massiv. Dann zeigt uns die Folge, was wir sehen mussten. Die Szene aus der letzten Folge, Subarus Blackout im Gespräch mit Meili, nur diesmal aus ihrer Perspektive weiter. Der andere Subaru übernimmt, lockt Meili in den abgelegenen Raum und erwürgt sie. Absolut geisteskrank, bis sie stirbt und somit ist Subaru tatsächlich ihr Mörder. Subaru wacht aus den Erinnerungen auf, komplett verstört und achtet mal darauf, wie die Kamera hier auf Shaula fokussiert, wie sie ihn beobachtet, während er vor sich hin brabbelt. Was das nur zu bedeuten hat. Anastasia fragt ihn aus, was er im Buch gesehen hat, aber Subaru hat jetzt ein ganz anderes Problem. Er hört Meili. Eine Meili, die nur er wahrnimmt, die in seinem Kopf sitzt und ihm die Wahrheit immer wieder an den Kopf wirft, während er den anderen verschweigt, dass er sie getötet hat. Die Visualisierung dieser Panik ist hier richtig stark gemacht. Diese Stimme bohrt auch nach, wie gelassen Ram mit Meilis Tod umgeht, weil sie ihr nie wirklich vertraut hat. Es sind alles Dinge, die Subaru kaum verkraften kann. Julius fragt Subaru noch, ob er Meilis letzte Momente sehen konnte. Subaru verneint das. Dann wird aufgeteilt nach Meili gesucht, jedoch ohne Erfolg. Aber Ram fällt am Ort, wo Rem liegt, irgendetwas auf. Was genau, zeigt uns die Folge nicht. Aber das sollten wir uns merken.
Subaru schickt Shaula los, nach Meili zu suchen, auch weil Shaula offenbar längst ahnt, dass er lügt. Und währenddessen fragt er sich etwas Bezeichnendes. Warum ist der andere Subaru bei allen so beliebt? Beatrice schickt ihn schließlich zum Ausruhen in den grünen Raum, dorthin, wo auch Rem und Patrasche sind. Und hier kommt nochmal die Meili-Stimme. Sie macht ihm klar, dass er Beatrice einfach töten könnte. Dann könnte er ihr Buch lesen und ihre Erinnerungen auflesen, um zu verstehen, warum er eigentlich so beliebt ist bei allen anderen. Beatrice bemerkt auch die Wunden an seiner Hand und heilt ihn, ohne nachzufragen. Und die Stimme hält ihm vor, dass er kurz davor war, sie zu töten. Es folgt dann ein Satz, der der Folge ihren Titel gibt. Morden macht süchtig. Subaru erinnert sich, dass ein Detektiv mal etwas Ähnliches gesagt hat. Wer einmal ein Problem mit Mord löst, will auch das nächste Problem mit Mord lösen. Und genau hier wird es essentiell. Subaru hat das nur gedacht und die Stimme reagiert darauf. Das beweist, dass diese Meili nicht Meili ist. Das ist etwas in seinem Kopf und meine Vermutung, vielleicht sogar Louis Arnep selbst, die sich als Meili ausgibt und ihn manipuliert. Bei der Versammlung heißt es offiziell, dass Meili nicht gefunden wurde. Anastasia ist ebenso dagegen, am Folgetag weiterzusuchen. Was verständlich ist, denn Echidna schwächt Anastasias Körper, je länger das alles dauert. Nun kommen wir zu den letzten Schritten der Folge. Subaru will nachts nach der Leiche sehen. Patrasche bemerkt ihn. Er gibt ihr ein Zeichen zu schweigen. Doch im Raum unter dem Podest ist die Leiche weg. Und nun steht plötzlich Ram hinter ihm. Sie hat ihn durchschaut und wie sie das gemacht hat, ist sehr clever. Sie zeigt ihm genau das Schweigezeichen, das er Patrasche gegeben hat. Sie hat mit ihrer Hellsicht durch Patrasches Augen gesehen und Subaru die ganze Zeit beobachtet. Das erklärt auch ihren Moment bei Rem vorhin. Sie war ihm längst auf der Spur. Die Folge endet mit ihrem Titel Morden macht süchtig und die Implikation ist klar. Subaru steht jetzt vor Ram und die Stimme in seinem Kopf hat ihm gerade erst erklärt, wie man Probleme löst. Aber was passiert, erfahren wir natürlich erst nächste Woche. Was eine unglaubliche Folge. Sie hat mir sehr, sehr Spaß gemacht und wow, Ram hat echt geliefert. Theorie, die ich habe, verdichtet sich immer weiter. Wenn ihr genau wissen wollt, was es damit auf sich hat, könnt ihr gerne mal mein neuestes Short dazu sehen. Nun, wie fandet ihr die Folge und seid ihr hyped auf die nächste? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Lasst ein Like und ein Abo da für mehr solcher Videos. Bis dahin und ciao!